Such dir zu Beginn einen guten, ausbaubaren Startpunkt. Du wirst ihn brauchen. Wähle deinen Startpunkt überlegt, günstigerweise in der Nähe von wichtigen Startressourcen wie Eisenerz, Kupfererz und Kalkstein. Karten im Netz helfen dir dabei, den idealen Punkt zu finden. Eisenerz ist die mit Abstand wichtigste Ressource im Game. Baue also in der Nähe möglichst vieler oder guter Eisenerzquellen. Egal was du findest, nimm es mit, denn alles ist irgendwann nutzbar. Das belastet zwar dein Inventar, doch hier habe ich später noch einen Tipp für dich. Mit der N-Taste rufst du nicht nur die interne Suche des Spiels auf. Du kannst die Suchzeile auch als Taschenrechner verwenden, hilfreich bei der Berechnung des Ressourcenbedarfs. Die Pionierin ist nicht sonderlich schnell und nimmt ordentlich Fallschaden. Die Blade Runner aus dem Quarz-Forschungsbaum ändern dies dramatisch. Du musst mehrere Objekte zerlegen, drück einfach die STRG-Taste, während du markierst. Das geht schneller. Der Fix-It Awesome Sync verwandelt überschüssige Ressourcen in Coupons für den Awesome Shop. Beginne frühzeitig mit dem Couponing. Du kannst auf die grüne Wiese bauen. Es ist jedoch fast immer sinnvoller, Fundamente zu setzen. Dies erleichtert die Ausrichtung von Gebäuden. Ein Platz scheint unerreichbar, dann bau dich mit Foundations hoch. Nicht genug Zement dabei, dann verwerte einfach die darunterliegenden Foundations, auf denen du bereits stehst. Gerade zu Beginn wird das Stromnetz schnell unübersichtlich. Versuch das Chaos durch clevere Platzierung etwa an den Schnittstellen von Fundamenten zu vermeiden. Tendenziell solltest du alles automatisieren, was nur möglich ist. Bei einigen Dingen lohnt sich das aber nicht, etwa den Elektroschnecken. Du kannst anstelle der gedrückten Maustaste auch die Leertaste an der Werkbank halten. Das geht nicht nur einfacher und bequemer, ein schwerer Gegenstand hält die Leertaste unten, während du dir einen Snack holst. Ab einem gewissen Punkt im Game wird es eventuell unübersichtlich, welches Gebäude was produziert. Nutze die Color Gun und bring Farbcodes an deine Gebäude an. Den Status deiner Produktion kannst du ganz einfach an den Leuchtbalken ablesen. Grün bedeutet, die Produktion läuft, Strom und Ressourcen sind vorhanden. Gelb bedeutet, Strom ist vorhanden, aber die Zu- oder Abfuhr der Ressourcen hängt. Rot bedeutet, dass kein Strom anliegt. Blau-weiße Balken hingegen bedeuten, dass die Anlage übertaktet wurde. Du wirst dein Inventar brauchen. Erforsche deshalb wann immer möglich Inventarerweiterungen. Am besten lässt sich ein Areal von oben überblicken und bebauen. Das geht kostengünstig mit dem Aussichtsturm. Spätestens im Midgame wirst du damit konfrontiert, Prozessabläufe optimieren zu müssen. Hab keine Scheu davor, notfalls deine halbe Fabrik dafür umzubauen. Denk dran, du kannst nicht nur in die Fläche bauen, sondern auch in die Höhe. Es geht nichts über eine mehrstöckige Fabrik. Splitter und Merger sind ein zentrales Werkzeug, um Ressourcen zusammenzuführen oder abzuzweigen. Mach dich frühzeitig mit ihnen vertraut. Design ist irgendwo auch Geschmackssache. Willst du eine saubere Struktur? Bau im rechten Winkel. Förderbänder kannst du mit dem Mausrad beim Bau drehen und ausrichten. Auch wenn die Nachtphase in Satisfactory kurz ist, sie ist optimal zur Elektroschneckenjagd. Diese sind dann nämlich gut erkennbar, weil sie im Dunkeln leuchten. Plane den Aufbau deiner Fabrik großzügig und denke vor allem an einen späteren Ausbau. Stell dich auf Förderbänder, um mit deren Geschwindigkeit voranzukommen. Wenn du dich zusätzlich selbst bewegst, wirst du noch schneller. Ohne Foundations kann dir die gedrückte STRG-Taste dabei helfen, einen Neubau am nächstliegenden Gebäude auszurichten. Die wichtigste Ressource in Satisfactory? Energie. Denn ohne Strom keine Produktion. Orientiere dich daher so früh wie möglich in Richtung Kohlekraftwerk, da Kohle die erste automatisierbare Energiequelle ist. Halte in deinem Inventar immer Eisenplatten und Kabel bereit. So kannst du überall schnell eine Werkbank hochziehen, um im Notfall zu craften. Barrel Nuts und Pale Berries sind nicht nur deine zentrale Heilungsquelle,
sammle sie stets ein, da sie später zu verbesserten Heilungsitems verarbeitet werden können. Blätter und Holz scheinen erst unwichtig, sammle sie jedoch ein und verarbeite sie zu Biomasse oder noch besser festen Brennstoffen. Diese brennen langsamer ab als Blätter und Holz für sich allein. Der Start in die Kohlekraftwerke ist nur mit Wasser möglich. Je nach Startregion ist dies aber Mangelware. Erkunde daher frühzeitig die Umgebung und finde Wasserquellen. Du bist dir unsicher, ob das Objekt in der Ferne eine grüne oder gelbe Elektroschnecke ist oder was ganz anderes? Wechsle in den Fotomodus via P-Taste und zoom ran. Baue Flüssigkeitsbuffer, um Treibstoff oder Schweröl zwischenzuspeichern. Das hat gleich zwei Vorteile. Einerseits eine Ressourcenreserve, andererseits kannst du die Produktion der Raffinerien ankurbeln, was die Nebenprodukte der Treibstofferzeugung betrifft. Durch das Flash-Feature hältst du die Produktion immer auf Hochtouren, bis dein Energiebedarf schließlich angewachsen ist. Im Netz finden sich diverse Produktionsplaner, die dir beim Planen einer effizienten Produktion helfen. Nutze sie. Mit der Klick-Einrasten-Funktion in Windows kannst du die linke Maustaste beim manuellen Bauen einrasten lassen. Das kann sehr hilfreich sein. Du möchtest dasselbe Gebäude nochmal daneben setzen? Vergiss das Baumenü. Visiere einfach das vorhandene Gebäude an, drücke die mittlere Maustaste. Schon kopierst du dieses Gebäude. Im Spiel gibt es unzählige Alternativrezepte aus Festplatten zu looten. Nutze diese Möglichkeit. Sie ist praktisch immer besser als die Basisrezepte. Manche Produkte benötigt man eher selten, dann aber in großer Menge. Hier kann eine kleine Armada an Hilfskonstruktoren nützlich sein. Wähle dein Produkt, füttere sie mit Ressourcen und komm einfach später wieder vorbei. Höhenunterschiede könnt ihr übrigens auch ganz einfach mit den Gangways aus dem Awesome Shop überwinden, auch wenn die Ressource etwas teurer ist. Apropos Höhenunterschiede, Förderbandmasten haben übrigens eine Leiter an der Außenseite. Ihr könnt also auch Förderbandmasten bauen, um Höhenunterschiede zu überwinden. Im Laufe des Spiels findet ihr immer wieder abgestürzte Pods. Öffnet diese, bergt die Festplatten und Ressourcen, die rumherum sind, und erforscht sie. Sie verschaffen euch die wertvollen Alternativrezepte. Das erste Fahrzeug im Game ist der Traktor, ein dankbares Gefährt. Wichtig zu wissen, es fährt mit so ziemlich allem, was man in ihn reinschüttet, auch Alien-Panzerungen. Items könnt ihr aus dem oder ins Inventar schieben, indem ihr mit gedrückter Shift-Taste darauf klickt. Trotz kurzer Nachtphase in Satisfactory ist es gut daran zu erinnern. Mit B aktiviert ihr die Taschenlampe. Gerade in Höhlen sehr hilfreich. Baut möglichst in die Richtung, in die die Ressourcen fließen sollen. Gerade beim Lift ist das entscheidend. Der Awesome Shop hält viele Items bereit, doch nicht alle sind sinnvoll. Wände, Treppen, Konnektoren sind ein Must-Have. Statuen nicht. Der punktuelle Zukauf von Items wiederum ist eine gefährliche Versuchung. Ich persönlich bevorzuge es, am Ende einer Produktionsstrecke ein Zwischenlager für Waren aufzubauen. Dies bedingt zwar mitunter eine Überproduktion, ich habe aber mehr Zeit zu reagieren, wenn die nachgelagerten Produktionswege mehr Waren verbrauchen, als ich fälschlicherweise errechnet habe. Zudem habt ihr einen Puffer für temporäre Übertaktungen. Auch wenn es im Early Game nervig erscheint und wir schon darüber gesprochen haben. Nochmal, automatisiere alle Produktionsschritte, auch die, die dir erst einmal sinnlos erscheinen. Elektroschnecken gehören eigentlich ausschließlich in Rohstoffquellen, also Miner und Fördertürme. Die Rohstoffquellen sind nämlich in der Anzahl und Qualität begrenzt. Konstruktoren und Raffinerien kannst du aber beliebig viele bauen. Erst wenn du deine Rohstoffquellen ausgelastet hast mit Elektroschnecken, solltest du überlegen, diese auch in anderen Gebäuden zu verwenden. Baue frühzeitig das MAM, das Forschungsmodul, und erforsche im Vorbeigehen immer wieder neue Items und Erweiterungen. Satisfactory bietet eine überraschend realistische Simulation der physikalischen Eigenschaften von Flüssigkeiten. Bedenke dies. Auch in der echten Welt läuft Wasser nicht ohne Hilfsmittel bergauf. Warum sollte es das also in Satisfactory tun? Tu dir selbst einen Gefallen und vermeide den Einsatz von Pumpen, wann immer es möglich ist. Je nach Bauweise benötigst du sehr viele, was schnell zum Stromfresser werden kann. Sobald du das Jetpack oder den Fallschirm erforscht hast, ist die Hypertube Cannon der Way to go für schnelle Reisen über große Entfernungen. Doch Vorsicht, das Ding ist ein Stromfresser. Trucks und Truckstations scheinen eine gute Option zu sein, um Waren heranzukarren und wegzubringen.
Auf sehr kurzen Strecken und überschaubaren Warenmengen mag das stimmen. Doch je länger die Strecke und je größer die Warenmenge, umso eher solltest du auf Züge setzen. Nichts geht über ein perfektes Verhältnis Wareneingang zu Warenausgang. Du kannst die Stückzahl bzw. Prozentwerte anklicken und genau eingeben, was du brauchst. Vergiss den Schieberegler. Ich mag es, wenn meine Produktion tierbezogen ist. Auf Ebene 1 die Konstruktoren, Ebene 2 die Assembler, Ebene 3 die Manufakturen und deren jeweilige Endprodukte. Dein Inventar ist voll? Kein Problem. Schmeiß überschüssiges Zeug einfach an einem zentralen Punkt raus. Auch nach einem Game-Neustart ist es immer noch dort. Du hast überschüssige Materialien dabei und kein Awesome Sink in der Nähe? Zieh das Zeug einfach auf die Tonne und weg damit. Plane Zugstationen mit ausreichend Platz, insbesondere wenn es sich um Kopfbahnhöfe handelt. Hypertubes sind eine gute Zwischenlösung, um schnell von A nach B zu reisen. Tipp: Baue beim Erkunden gleich ein Hypertube neben dir hinterher, inklusive Stromleitungen. Mit dem Plus-Symbol im Baumenü fügst du das Gebäude deiner Bauauftragsliste hinzu und siehst, welche Ressourcen du benötigst und bereits im Inventar hast oder nicht. Xenobasher, Nüsse, Kettensäge, die Handplätze rotierst du ganz einfach und schnell mit dem Mausrad. Leg dir wiederkehrend benötigte Objekte auf die Hotbar. Einfach im Baumenü mit der Maus über das gewünschte Objekt gehen und eine Zahl von 1 bis 9 auf der Tastatur drücken. Du hast übrigens nicht nur eine, sondern mehrere Hotbars. Drücke den Alt-Key und scrolle mit dem Mausrad bequem durch. So kannst du dir Hotbars für spezielle Einsatzzwecke anlegen. Mit fortschreitendem Spielverlauf bekommst du schnellere Förderbänder. Kein Grund, die alten abzureißen und mühsam neu zu bauen. Einfach den neuen Förderbandtyp wählen, über das bestehende alte Förderband gehen und klicken. Mit der R-Taste kannst du beim Bau von Pipelines verschiedene Modi durchschalten, etwa zum vertikalen Bauen. Du willst Struktur von Anfang an, dann setze Foundations auf Erzquellen. Miner lassen sich auch darauf bauen und fördern trotzdem. Du kannst natürlich punktuell die STRG-Taste drücken, um weitere Objekte auszuwählen. Bei großen Umbaumaßnahmen hältst du sie einfach gedrückt und wählst alles aus, was ins Fadenkreuz kommt. Das Klicken auf ein Item mit gedrückter STRG-Taste bringt alle Items einer Sorte ins Inventar oder aus dem Inventar. Mit einem Rechtsklick kannst du einen Item-Stack genau hälftig splitten. Mit einem gedrückt gehaltenen Rechtsklick öffnet sich das Split-Menü. Du kannst dort auswählen, wie groß die getrennten Stacks sein sollen. Manchmal genügt ein einfacher Sprung nicht. Mit dem Crouch Slide Jump kommst du aber etwas höher. Einfach laufen, gleiten und aus der Gleitbewegung heraus abspringen. Du kannst noch so gut kalkuliert haben, es passiert beim Ausbau der Basis dennoch, dass dir Ressourcen ausgehen. Evaluiere also regelmäßig deine Rohstoffzufuhr, bevor deine Produktion stillsteht. Beginne die Berechnung deiner benötigten Ressourcen vom Ziel aus. Wenn du 60 Drähte haben willst und ein Konstruktor normalerweise 30 herstellt, benötigst du schon mal 2 Konstruktoren und wenigstens 2 mal 15 Kupferbarren. Effizienzgurus werden mich dafür hassen, aber etwas Überproduktion kann besser sein als eine Unterproduktion, gerade wenn deine Fabrik noch im Ausbau ist. Der Aufbau einer Fabrik hat extrem viel mit Design zu tun. Denk deshalb daran, Abstände sind dein Freund. Abstände zum Fabrikrand, Abstände zu anderen Maschinen, Abstände zwischen Abschnitten, Abstände zwischen Abständen. Der Abstand ist dein Freund. Du kannst eine Megafabrik bauen und alle benötigten Waren herankarren. Oder du baust punktuell kleine, spezialisierte Fabriken und lieferst nur das Warenergebnis weiter. Beide Varianten haben Vor- und Nachteile. Wenn wir über Platz sprechen, sollten wir auch über Förderbänder sprechen. Zwar machen mehrstöckige Förderbänderspuren in Fabriken Sinn, spar sie dir aber soweit möglich, wenn es um die direkte Zufuhr zur Weiterverarbeitung geht. Das spart enorm Platz. Nutze wann immer möglich die gebäudeeigene Förderhöhe und setze weiterverarbeitende Gebäudehöhe an. Durch den Fall der Flüssigkeit kann sich mitunter einen bestehenden Höhenunterschied ohne Pumpe überwinden. Achte unbedingt auf die grünen und orangen Pfeile. Sie geben dir die Eingangs- und Ausgangsrichtung von Gebäuden an. Ist da was im Rohr und wenn ja, wie viel? Auch aus der Ferne ist das gut erkennbar. Die Füllindikatoren zeigen sowohl Füllhöhe, Pumpgeschwindigkeit als auch Inhalt an. Der Inhalt wird durch die Farbe verdeutlicht, die Füllhöhe durch den Ausbreitungsgrad des Indikators und die Pumpgeschwindigkeit durch die Häufigkeit der Kontraktion der Indikatorringe. Nicht immer genügt der spielinterne Taschenrechner.
Excel oder jede andere Tabellenkalkulationsanwendung ist daher dein bester Freund. Egal was du im Inventar hast, Pale Berries gehören immer dazu. Du benötigst wenigstens eine, um den Lizard Doggo zu zähmen. Wie zähmt man? Leg die Blade Runners ab, falls vorhanden, geh auf den Lizard Doggo zu, bis er zurückweicht. Jetzt ziehst du die Pale Berry aus dem Inventar und wirfst sie auf den Boden. Nach einigen Augenblicken kommt der Lizard Doggo auf dich zu. Streichle ihn und zack, du hast ihn gezähmt. Der Lizard Doggo ist ein guter Doggo, aber etwas doof. Bau ihm eine Art Hundehütte, wo er bleiben kann. Wenn du dich zu schnell von ihm entfernst, bleibt er einfach stehen und du findest ihn eventuell nie wieder. Lizard Doggos haben ein tolles Feature. Sie bringen in regelmäßigen Abständen ein Item heran. Das kann alles sein, vom Eisenerz bis zum radioaktiven Müll. Geh daher regelmäßig farmen. Es gibt hunderte Elektroschnecken im Game. Hol sie dir alle und nutze sie, um deine Produktion massiv zu übertakten. Abreißen und neu bauen oder von Null beginnen? Im Laufe des Spiels siehst du nicht nur den Bedarf zum Umbau, manchmal baust du fast komplett neu. Hier lohnt es sich mitunter, parallel einfach eine neue Fabrik hochzuziehen, während die alte weiter fleißig Ressourcen produziert. Manchmal kann es hilfreich sein, sich Produktionsketten vorab zu skizzieren. Webseiten wie Draw.io helfen dir dabei. Produktionsgebäude sind meist sehr hoch und werden schnell von Produktionsbändern zugeklebt. Für eine bessere Struktur kann es sinnvoll sein, die Produktionsebenen zu unterkellern. Führe Förderbänder im Keller entlang und bring die Rohstoffe via Aufzug nach oben oder unten. Übertaktungen sind Energiefresser, da der Energiebedarf bei der Übertaktung nicht linear, sondern exponentiell mitwächst. Verbrauchst du etwa 16 Megawatt bei 100%, sind es nicht 32 Megawatt bei 200%, sondern über 40. Strommasten neben Hypertube-Eingängen sind deine Lebensversicherung. Bricht fernab der Strom ab, kannst du einfach schnell den Schalter umlegen, die Sicherung wieder einsetzen und in die Tube hüpfen. Selbst wenn der Strom während deiner Reise ausfällt, geht deine Reise in der Tube weiter. Angst vor Spinnen? Dann probier mal den Arachnophobie-Modus aus. Du wirst kleine Kätzchen danach nie mehr so sehen wie zuvor. Wenn du Objekte auf die To-Do-Liste packst, halte dabei die Shift-Taste gedrückt. Dann werden gleich 10 Stück aufaddiert. Das Heranführen von Ressourcen lässt sich durch die Kombination von Förderbändern optimieren. Führe wichtige Ressourcen einfach über eine Buslinie an Förderbändern heran und herum. Gerade zu Beginn kann es vorkommen, dass du manuell Erze farmen willst oder musst. Beginne den Vorgang und drücke parallel die Tab-Taste, um ins Inventar zu wechseln. Du kannst die E-Taste nun loslassen, es wird trotzdem weiter gefarmt. Splitter lassen sich übrigens auch nachträglich auf Förderbänder bauen. Sie snappen dabei automatisch richtig an, wobei das manchmal auch schief geht. Splitter und Merger lassen sich übrigens auch bequem übereinander bauen, was gerade bei gestapelten Förderbändern sehr bequem ist. Die Spore Flowers können eine schöne Route sehr gefährlich machen. Konventionelle Waffen helfen hier leider nicht, aber ein gut platzierter Nobelisk wirkt wahre Wunder. Unsicher, was in einem Container lagert? Einfach die F-Taste drücken und anzeigen lassen, welche Ressourcen man zurückbekäme beim Abbau. Bis zur Kohleproduktion ist es ein weiter Weg. Und Biofuel-Generatoren müssen manuell gefüttert werden. Automatisiert daher unbedingt die Produktion von Biofuel. Baut dazu 2 Lager und 2 Konstruktoren oder vielleicht sogar noch ein drittes Lager. In Lager 1 werft ihr Blätter und Holz, welche in Konstruktor 1 zu Biomasse verarbeitet werden. Dieser übergibt an Konstruktor 2, welcher Biofuel produziert und das Ganze in Lager 2 weiterreicht. Es gibt nichts Ärgerlicheres als Fundamente, die beim Ausbau im Boden verschwinden. Wenn du auf einer großen, aber nur fast ebenen Fläche baust, beginne daher am höchsten Punkt mit dem Setzen der Fundamente. Intelligente, programmierbare Splitter sind ein Segen für jede Fabrik. Deren Erforschung dauert zwar etwas, schafft aber völlig neue Möglichkeiten. Hole sie dir so früh wie du nur kannst.